U-Boote haben schon immer als unverzichtbarer Bestandteil der Marineflotte Aufmerksamkeit erregt, da sie über die einzigartige Fähigkeit verfügen, für den Feind unsichtbar zu bleiben. Ihre Rolle in den Weltkriegen darf nicht unterschätzt werden. Bereits im Ersten Weltkrieg leisteten U-Boote einen bedeutenden Beitrag zu den Seesiegen. Sie wurden zu einem wahren Albtraum für Überwasserschiffe, brachten die maritime Versorgung ins Chaos und untergruben das Selbstvertrauen des Gegners. Doch erst im Zweiten Weltkrieg entfalteten sie ihr volles Potenzial, als sie an der Operation Wolfsrudel teilnahmen, bei der deutsche U-Boote unter einem Kommando als eine Einheit agierten. Auch die U-Boote der Alliierten vollbrachten zahlreiche Heldentaten, von der Eroberung strategisch wichtiger Transporte bis hin zur verdeckten Zurückhaltung feindlicher Kräfte. Ihr Einsatz veränderte den Ausgang entscheidender Schlachten, eröffnete den Alliierten neue Wege und erschwerte die Pläne der Gegner. Diese heldenhaften Taten der U-Boot-Besatzungen wurden zum Garant für den Erfolg vieler Operationen, hielten das Kräfteverhältnis auf See im Gleichgewicht und überzeugten die Gegner von der Unverwundbarkeit der maritimen Flanke der Streitkräfte. Doch die Helden und ihre Taten blieben der breiten Öffentlichkeit oft unbekannt, verborgen hinter dicken Metallrümpfen und Wassermassen. Es gibt noch viele verborgene Aspekte des U-Boot-Krieges, die oft unter dem Mantel der Geheimhaltung verborgen bleiben. Das Leben der U-Boot-Besatzung, die in beengtem Raum in Tiefen existiert, wo niemals Sonnenlicht hinreicht, gleicht einer ständigen Belastungsprobe. Jeden Tag stehen sie nicht nur vor physischen Herausforderungen, sondern auch unter psychologischem Druck, bei dem jeder Zentimeter zum entscheidenden Faktor wird. Die Luft, die die U-Boot-Besatzung atmet, wird künstlich erzeugt. Und das Leben auf engstem Raum ist eine Kunst, die alle beherrschen müssen. Ohne natürliches Licht verschwimmen die zeitlichen Orientierungen schnell. Die Besatzung muss höchst konzentriert sein, denn von ihrer Aufmerksamkeit und den rechtzeitig getroffenen Entscheidungen hängt das Leben aller an Bord ab. Der Zusammenhalt des Teams ist eine Frage von Leben und Tod, denn jedes unausgesprochene Problem oder jeder Konflikt kann fatale Folgen haben. Die Psychologie des Spiels gewinnt hier an Bedeutung, um die Moral und den Antrieb weiterzumachen, aufrechtzuerhalten. In einer Umgebung, in der die Stille ohrenbetäubend sein kann und die Anspannung selbst in den kleinsten Details spürbar ist, wird die Fähigkeit, standhaft zu bleiben und eine gemeinsame Sprache mit den Kameraden zu finden, zur lebensnotwendigen Voraussetzung. Doch das ist nur ein Teil der Prüfungen, die sie überwinden müssen. Wie laufen unter solchen Bedingungen geheime Missionen ab, die nicht nur technisch ausgerüstete Besatzungen, sondern auch eine absolute Koordination aller Handlungen erfordern? Vor uns liegt ein Eintauchen in die Welt der Unterwasseroperationen, verborgen vor den Augen und voller Geheimnisse. Wer hätte gedacht, dass sich unter Wasser in der unerbittlichen Stille des Ozeans Szenen abspielen, die den Lauf der Geschichte verändern können? Geheime Operationen von U-Booten verweben sich wie unsichtbare Fäden mit den Ereignissen, die sich an der Oberfläche abspielen. Das Verschwinden von Schiffen, geheimnisvolle Manöver, all das ist nur die äußere Seite, die ein komplexes Netz von Unterwassermissionen verbirgt. Die Marinen verschiedener Länder setzen U-Boote als Instrument zur Durchführung komplexer und geheimer Aufgaben ein. Das kann alles sein. Vom Verfolgen feindlicher Schiffe, dem Aufzeichnen geheimer Gespräche an Funkstationen bis hin zur Installation spezieller Geräte auf dem Meeresboden. Solche Missionen erfordern nicht nur Präzision und technisches Können, sondern auch eine unerschütterliche Geschlossenheit der Besatzung, die auf jede Überraschung vorbereitet sein muss. Die Ergebnisse solcher Operationen bleiben der breiten Öffentlichkeit oft unbekannt und gehen in der allgemeinen Informationsflut unter. Doch manchmal sind die Folgen so bedeutend, dass ihr Einfluss noch für kommende Generationen spürbar bleibt. Die Frage ist nicht, ob es solche Missionen gibt, sondern wie sie die Geschichte und die Zukunft prägen. Und wenn wir noch tiefer blicken, können wir Einflüsse entdecken, die dem bloßen Auge verborgen bleiben. Tauchen wir noch tiefer ein und erforschen die Intrigen, die nicht nur unter Wasser, sondern auch in den höchsten Etagen verborgen sind. Vor uns liegt etwas ganz Besonderes, von dem nur wenige Auserwählte wissen können. Während die stillen Wasser des Ozeans einige der komplexesten militärischen Manöver verbergen, spielt das politische Intrigenspiel in den Büros der Weltführer eine große Rolle. Die U-Boot-Flotte ist nicht nur ein Gegenstand nationalen Stolzes, sondern einer der Schlüsselfaktoren im großen Spiel auf der Weltbühne. Hinter der sichtbaren Macht der U-Boote stehen hinterhältige Strategien und diplomatische Verhandlungen, die bestimmen, wie und wo diese bedrohlichen Maschinen eingesetzt werden. Der Druck von Generälen, Politikern und Ökonomen muss das Gleichgewicht wahren, das gefährlich an der Grenze verschiedener Interessen schwankt. Fragen der Kontrolle und Abrüstung der U-Boot-Streitkräfte sind oft Gegenstand erbitterter Auseinandersetzungen auf internationalen Foren. Jede Bewegung eines U-Bootes kann eine Welle von Diskussionen auslösen und zugleich sowohl eine Bedrohung als auch ein Friedensangebot darstellen. Es ist schwer vorstellbar, wie viele politische Entscheidungen getroffen wurden, um die Bewegungsrichtung der U-Boot-Flotten festzulegen,
Wie eine mächtige Waffe bleibt sie ein Instrument der Diplomatie, für das buchstäblich Jahre an Entwicklung und Planung aufgewendet werden müssen, einschließlich der Beteiligung von Geheimdiensten, um stets einsatzbereit und gleichzeitig unauffällig zu bleiben. Und obwohl die Intrigen der Unterwasserkräfte vor uns verborgen bleiben, bestimmen sie vieles. Doch selbst hinter all diesen Manipulationen entwickelt sich die U-Boot-Flotte technisch weiter und schenkt uns einzigartige Technologien, die die Welt in Erstaunen versetzen. Vor uns liegen nicht weniger spannende Geschichten, gefüllt mit technischen Entdeckungen, die dank dieser Unterwassermaschinen möglich wurden. Unter der Wasseroberfläche verbirgt sich nicht nur ein Geheimnis, sondern auch eine erstaunliche Welt der Technologie. U-Boote bleiben an der Spitze des technologischen Fortschritts, indem sie nicht nur dem Druck des Ozeans standhalten, sondern auch maximale Effizienz bei der Ausführung ihrer Missionen gewährleisten. Die heutigen U-Boote sind zum Inbegriff umfassender Ingenieurskunst geworden, die es ihnen ermöglicht, an der Spitze der Seestreitkräfte zu bleiben. Von den ersten Unterwasserfahrzeugen bis hin zu modernen Atom-U-Booten erinnert ihre Entwicklungsgeschichte an einen Science-Fiction-Roman. Die Erfindung der Diesel-Elektroantriebe legte den Grundstein für geräuscharme Operationen, während die Kernreaktoren an Bord moderner U-Boote es ermöglichten, unbegrenzt lange unter Wasser zu bleiben. Glatt wie Haie durchschneiden sie das Wasser, ausgestattet mit hochpräzisen Navigations- und Waffensystemen, die Ziele auf enorme Entfernungen treffen können. Heute spielen Tarntechnologien eine entscheidende Rolle, da sie es U-Booten ermöglichen, für jedes Radar unsichtbar zu bleiben. Fachleute arbeiten unermüdlich an neuen Materialien und Energiesystemen, die U-Boote immer unverwundbarer und autonomer machen. Der technologische Fortschritt steht nicht still und es scheint, als wären die Möglichkeiten von U-Booten grenzenlos. Doch dieses Wettrüsten öffnet auch viele Türen für zukünftige Erfindungen. Es gibt viele weitere Aspekte, die unserem Blick verborgen bleiben und sich gemeinsam mit den Unterwasserfahrzeugen weiterentwickeln. In dieser ständigen Bewegung eröffnen sich immer mehr neue Möglichkeiten, die es weiter zu erforschen gilt, wenn wir einen tieferen Einblick in den Alltag der Besatzung gewinnen und sehen, wie sich ihr Leben mit den Technologien verändert hat. In den vergangenen Jahrzehnten haben sich die Lebensbedingungen der U-Boot-Besatzungen grundlegend verändert, von mittelalterlicher, spartanischer Einfachheit hin zu modernem Komfort. Früher waren U-Boot-Fahrer ständig mit Kohlendioxid und Feuchtigkeit konfrontiert, ein langsamer, aber ständiger Begleiter ihres Alltags. Damals bestanden die Besatzungen größtenteils aus abgehärteten Seeleuten, die bereit waren, tagelang auf engstem Raum mit minimalen Ressourcen auszukommen. Doch selbst die Tiefen des Ozeans blieben von Veränderungen nicht verschont. Moderne U-Boote sind mit Klimaanlagen, fortschrittlichen Küchen und Ruhezonen ausgestattet. Heute können U-Boot-Besatzungen eine angenehme Temperatur, ausgewogene Ernährung sowie Zeiträume für Erholung und Sport genießen. Die Elektronik, mit der moderne U-Boote ausgestattet sind, ermöglicht es, mit der Außenwelt in Verbindung zu bleiben, indem Nachrichten über spezielle Kanäle gesendet und empfangen werden. Nicht nur die Technologie hat das Leben der Besatzung verändert. Auch die Zusammensetzung der Teams hat sich gewandelt. Der Professionalismus hat zugenommen, er ist zusammen mit technischer Kompetenz und dem Wissen über komplexe Systeme zur Notwendigkeit geworden. Die Besatzung des 21. Jahrhunderts besteht aus hochqualifizierten Fachkräften, von denen jeder genau weiß, was in jeder Situation zu tun ist. Doch was unverändert bleibt, ist der Teamgeist, bei dem Vertrauen und gegenseitige Unterstützung immer an erster Stelle stehen werden. Trotz des technologischen Fortschritts müssen sich U-Boot-Besatzungen immer noch mit Gefahren auseinandersetzen, die in den Tiefen des Ozeans lauern. Werfen wir einen genaueren Blick darauf und sehen wir, welchen Bedrohungen selbst die modernsten U-Boote ausgesetzt sind. Trotz aller technologischen Errungenschaften bleibt die Unterwasserwelt voller verborgener Gefahren. Das Leben auf einem U-Boot bedeutet nicht nur Heldentum und technischen Fortschritt, sondern auch den täglichen Kampf gegen unsichtbare Gefahren. Die einfachste Bedrohung ist der Wasserdruck. Schon der kleinste Defekt kann zu einem Druckverlust führen, was eine unmittelbare Gefahr für alle an Bord darstellt. Notfallsituationen erfordern eine blitzschnelle Reaktion der Besatzung, denn jede Sekunde kann entscheidend sein. Doch das ist erst der Anfang. Auch die elektrischen Systeme, von denen buchstäblich jeder Aspekt des Lebens an Bord abhängt, können versagen, und Ausfälle bei der Energie- oder Sauerstoffversorgung sind eine Frage des Überlebens. In einem geschlossenen Raum tritt die Zerbrechlichkeit der Technik besonders deutlich hervor und es hängt vom reibungslosen Zusammenspiel der Crew ab, ob sie mit unvorhergesehenen Situationen fertig werden kann. Eine weitere ernsthafte Bedrohung sind versteckte Seeminen oder nicht erfasste Objekte auf dem Meeresgrund. Die Erforschung des Meeresbodens ist immer mit Risiken verbunden und eine Fahrt entlang unbekannter Routen kann in einer Kollision enden, was unvorhersehbare Folgen nach sich ziehen kann. Es folgen Bedrohungen, die nicht nur auf der Wasseroberfläche auftreten. U-Boote werden immer komplexer, was bedeutet, dass sie erhöhte Aufmerksamkeit und Vorsicht erfordern.
All dies verstärkt die Notwendigkeit, einen Schritt voraus zu sein und alle möglichen Szenarien vorherzusehen. Wenn wir noch tiefer eintauchen, werden wir sehen, wie das Team die Kraft findet, den gemeinsamen Geist und die Moral unter ständigem Druck und inmitten von Unsicherheit aufrechtzuerhalten. Auf einem U-Boot ist jedes Besatzungsmitglied ein wichtiger Teil des Ganzen und die Aufrechterhaltung der Moral und des Teamzusammenhalts ist nicht nur eine Aufgabe, sondern eine lebenswichtige Notwendigkeit. Wenn man sich in einer kleinen Stahlkapsel unter Wasser befindet, in der die Sicherheit aller an Bord von jeder Entscheidung abhängt, ist es wichtig, stabile Beziehungen und Vertrauen zu bewahren. Ein gemeinsames Ziel und kontinuierliche Kommunikation im Team schaffen eine Atmosphäre, in der Meinungsverschiedenheiten ausgeglichen und Probleme gemeinsam gelöst werden. Dies wird durch regelmäßige Übungen und Situationen gefördert, in denen jeder Verantwortung übernehmen muss und dabei seine Ausdauer und sein Können unter Beweis stellt. Unter Bedingungen, in denen Anspannung selbst den standhaftesten Menschen aus der Bahn werfen kann, bilden spezielle Trainings und die Unterstützung durch erfahrene Kameraden das Fundament, das der Besatzung ermöglicht, als eine Einheit zu bestehen. Man sollte auch die kleinen Traditionen nicht vergessen, wie gemeinsame Treffen zur Entspannung und Spiele, die helfen, Stress abzubauen und die Bindung zwischen den U-Boot-Besatzungsmitgliedern zu stärken. Diese Momente fördern nicht nur den Teamzusammenhalt, sondern zeigen auch, dass jede Anstrengung wichtig und notwendig ist. Gerade durch diese kontinuierliche Arbeit an sich selbst und an den eigenen Beziehungen kann man das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und die Bereitschaft zum Handeln unter allen Bedingungen aufrechterhalten. Doch selbst das eingespielteste Team kann mit Tragödien konfrontiert werden, die ihre Spuren hinterlassen. In solchen Situationen sind es nur wahre Profis, die in der Lage sind, Erfahrungen in wertvolle Lektionen zu verwandeln, die für zukünftige Generationen nützlich sind. Wie genau geschieht das und welche bekannten Vorfälle wurden zu einer wichtigen Mahnung für die heutige Generation von U-Boot-Fahrern? Vor uns liegen Geschichten, an die man sich erinnern sollte. Jeder Tauchgang eines U-Bootes birgt nicht nur unbekannte Horizonte, sondern auch potenzielle Gefahren, die zu tragischen Folgen führen können. Die Geschichte kennt viele Katastrophen, die eine traurige Spur im Gedächtnis der Generationen hinterlassen haben. Diese Geschichten sind eine ernste Mahnung daran, dass selbst das kleinste Versäumnis zu irreparablen Konsequenzen führen kann. Eine der bekanntesten Katastrophen ist die Tragödie des U-Bootes Kursk. Die Explosion eines Torpedos an Bord und das anschließende Überfluten führten zum Tod der gesamten Besatzung und wurden zu einem traurigen Symbol für die menschliche Verwundbarkeit gegenüber Naturgewalten und technischen Störungen. Die aus dieser Tragödie gezogenen Lehren haben den Ansatz zur Sicherheit und Wartung von U-Boot-Flotten weltweit beeinflusst. Doch die Kursk-Katastrophe ist nicht die einzige, die dazu geführt hat, Vorsichtsmaßnahmen zu überdenken. Unfälle auf verschiedenen U-Booten wie der Thrasher und der Scorpion haben Schwachstellen in den Konstruktionen und Steuerungssystemen aufgezeigt, was zur Entwicklung neuer Sicherheitsstandards und Trainingsprogramme für die Besatzungen geführt hat. Diese Ereignisse haben daran erinnert, dass selbst die kleinsten Details von Bedeutung sind, wenn es um die Sicherheit von Hunderten von Menschenleben geht. Das Gedenken an Katastrophen ehrt nicht nur die Verstorbenen, sondern trägt auch zur Weiterentwicklung von Technologien, Vorschriften und Methoden bei, die eine Wiederholung ähnlicher Tragödien in der Zukunft verhindern sollen. Für die heutigen U-Boot-Besatzungen werden diese Lehren zu Leitsternen, die nicht nur zu noch größerem Einsatz anspornen, sondern auch den Respekt vor der Macht und Gefahr der Unterwasserwelt bewahren helfen. Im anspruchsvollen Prozess der Ausbildung und Vorbereitung entstehen wahre Helden, die bereit sind, weiterhin zu dienen und sich zu verbessern, während sie neue Kapitel in der Geschichte der U-Boot-Flotte aufschlagen. Die moderne Welt der U-Boote ist nicht nur von Technologien und Strategien geprägt, sondern vor allem von Menschen, die mit ihren Heldentaten und Erfolgen neue Seiten dieser Geschichte schreiben. Es ist mittlerweile schwer, jemanden mit technologischen Neuerungen zu überraschen. Doch gerade die U-Boot-Besatzungen machen mit ihrer Selbstaufopferung und Professionalität das Unmögliche möglich. Moderne Helden, die die Traditionen vergangener Generationen fortsetzen, arbeiten unter Bedingungen, die ein tieferes Verständnis ihrer Pflichten und mehr Handlungsfreiheit erfordern. Trotz des hohen Ausbildungsniveaus ist jeder neue Einsatz eine Prüfung des Willens und des Wissens. Diese Menschen verbringen Stunden in einer künstlichen Welt, abgeschnitten vom gewohnten Leben, wo jede Abweichung vom Plan die gesamte Mission gefährden kann. Doch Helden suchen keine leichten Wege. Ihr Ziel ist weitaus höher: Schutz und Dienst zum Wohle anderer, unabhängig von der Schwierigkeit der Aufgaben. Beispiele für Heldentum begegnen einem auf Schritt und Tritt, von rechtzeitig entdeckten Defekten, die in einem Augenblick zu einer Katastrophe internationalen Ausmaßes hätten werden können, bis hin zu komplexen Operationen unter Einsatz modernster Technologien wie der Bergung von Unterwasserobjekten. Unzählige Stunden Training, Hingabe an die Sache und die Kameradschaft an Bord machen ihre tägliche Arbeit bedeutungsvoll und voller Herausforderungen. Gerade die modernen Helden müssen Probleme lösen, mit denen ihre Vorgänger nie konfrontiert waren, indem sie neue Horizonte erschließen und unerforschte Bereiche des Ozeans erkunden.
Und wenn sie aus den Tiefen des Meeres an Land zurückkehren, werden sie von ihren Kameraden als Träger von Wissen und Mut gefeiert, da sie die Grenzen der Möglichkeiten der Unterwasserflotte erweitern. Bereiten Sie sich darauf vor, in die Mythen und Realitäten einzutauchen, die diese stählernen Wale unter Wasser umgeben, und zu verstehen, wie sie unsere Wahrnehmung des Meeres prägen. Die Welt der U-Boote ist von zahlreichen Mythen und Legenden umgeben, die zugleich faszinieren und Angst einflößen. Oft werden diese stählernen Giganten als unverwundbare Maschinen dargestellt, die Aufgaben jenseits menschlicher Möglichkeiten erfüllen können. Gerüchte über lautlose Unterwasserverfolgungen oder das mysteriöse Verschwinden von Schiffen beflügeln unsere Fantasie. Aber stimmen diese Geschichten wirklich? Einer der Mythen besagt, dass U-Boote für Radar vollkommen unsichtbar sind und somit für Feinde absolut unverwundbar. Das stimmt so nicht ganz. Obwohl moderne Tarntechnologien die Entdeckungswahrscheinlichkeit erheblich verringern, bleibt vollständige Unsichtbarkeit unerreichbar. Fachleute arbeiten ständig an Verbesserungen, aber ein feindliches Schiff kann seine Anwesenheit immer noch nicht vollständig verbergen. Ein weiteres Gerücht bringt U-Boote mit plötzlichen Angriffen in großen Tiefen in Verbindung. In Wirklichkeit findet nur ein kleiner Prozentsatz der Einsätze in extremen Tiefen statt. Die meisten Missionen werden in moderateren Tiefen durchgeführt, wo U-Boote effektiv mit ihrer Umgebung interagieren und die Verbindung zur Basis aufrechterhalten können. Ebenso sind Geschichten über die unerklärliche physische und psychische Widerstandsfähigkeit von U-Boot-Besatzungen weit verbreitet. Doch diese Legenden sind unrealistisch. Der Dienst auf einem U-Boot ist hart und verlangt der Besatzung eine unglaubliche Ausbildung und moralische Standhaftigkeit ab. Dennoch bleiben sie ganz normale Menschen, die sich täglich der harten Realität der schwierigen Bedingungen stellen müssen. Neben diesen Gerüchten ranken sich viele Fabeln um U-Boote, die manchmal als Tatsachen dargestellt werden. Es ist wichtig zu verstehen, wo die Mythologie endet und die Realität der Unterwasserwelt beginnt, um den wahren Beitrag der U-Boot-Besatzungen zu würdigen. Vor uns liegt eine spannende Reise, die uns neue Horizonte für die Zukunft der U-Boot-Flotte eröffnen wird. Die Technologien der zukünftigen U-Boot-Flotte versprechen, unser Verständnis von den Möglichkeiten dieser einzigartigen Maschinen grundlegend zu verändern. Wir beobachten bereits, wie moderne U-Boote immer autonomer und komplexer werden. Doch vor uns steht eine noch spannendere Transformation. Wissenschaftliche Entdeckungen in den Bereichen Materialwissenschaft, künstliche Intelligenz und unabhängige Energiesysteme eröffnen neue Horizonte. Die Unterwasserfahrzeuge der Zukunft werden wahrscheinlich in der Lage sein, monatelang unter Wasser zu bleiben, ohne auftauchen zu müssen, um Vorräte aufzufüllen. Sie werden in der Lage sein, Missionen mit minimaler menschlicher Beteiligung durchzuführen und dabei selbstanpassende Algorithmen für ihre Steuerung zu nutzen. Stellen Sie sich Boote vor, die nahezu vollständig unabhängig sind und sich in Echtzeit an schnell wechselnde Bedingungen anpassen können. Diese Vorreiter neuer Technologien wecken bereits das Interesse verschiedener Länder, die ihre Positionen auf den globalen maritimen Bühnen stärken wollen. Tests von Drohnen, die U-Boote, Angriffsverbände und Minenräumkräfte begleiten werden, sind längst keine bloßen Träume mehr, sondern bereits Realität in wissenschaftlichen Labors. Diese schwer erkennbaren Drohnen werden dazu beitragen, die Risiken für die Besatzung erheblich zu verringern und die Effizienz der Operationen zu steigern. Noch stehen wir erst am Anfang dieser Veränderungen, doch ihr Einfluss wird weitreichend sein, von der militärischen Sphäre bis hin zur Erforschung von Tiefseeökosystemen und der Erweiterung unseres Wissens über die Weltmeere. Und auch wenn wir nicht genau vorhersagen können, wie alle Ergebnisse aussehen werden, eines steht fest: Die Unterwasserflotte wird sich weiterentwickeln, uns unbekannte Grenzen eröffnen und eine sicherere sowie technologisch fortschrittlichere Zukunft gestalten. Vielleicht ist der Moment, in dem wir diese Grenze überschreiten, gar nicht mehr so fern.